So, nachdem ich es eingangs der Sendung so falsch gesagt habe, sage ich es jetzt nochmal richtig. Recep Tayyip Erdogan ist in Deutschland und bei mir im Studio ist jetzt Attila Azrak vom Bund der türkischen Journalisten in Europa. Wir haben jetzt gerade sehr viele Stimmen aus Mannheim gehört. Mehr als 2/3 haben ihn damals gewählt. Warum eigentlich diese Treue und dieser Hang zu dem ja durchaus umstrittenen, auch in der Türkei umstrittenen Präsidenten? Der hat sich ja im Nachhinein entwickelt eher. Früher, glaube ich, waren die Deutsch-Türken, die in Deutschland lebenden Türken, viel näher an Deutschland dran. Das hat sich insofern entwickelt, dass Tayyip Erdogan eben die Türken mit in die türkische Politik einbezogen hat. Das heißt, er hat ihnen das Wahlrecht im Ausland gegeben. Früher mussten alle an die türkische Grenze gehen und dort wählen oder in die Türkei gehen und dort wählen. Er hat ihnen ermöglicht, hier im Konsulat oder an anderen Stellen zu wählen. Er hat sie ernst genommen. Er hat sie natürlich mit dem Hintergedanken, diese 2,83 Millionen knapp eben für sich zu gewinnen. Und das hat er auch geschafft, zumindest einen großen Teil davon. Aber wenn man den Stimmen jetzt gerade sozusagen glauben kann, da hoffen viele auf Entspannung. Das heißt, Sie selber spüren schon auch eine gewisse Drucksituation in diesem Land, was dann ja nicht komplett Ihre Heimat ist, in Anführungsstrichen. Ja, natürlich. Das heißt, was ist Ihnen besonders wichtig? Weil Erdogan steht ja mit dem Rücken zur Wand. Was erwarten Sie von ihm jetzt hier auch? Also es ist einmal so, dass die Deutsch-Türken hier je mehr sie sich der Türkei zuwenden, je mehr sie sich mit der Türkei identifizieren, auch politisch, natürlich auch von hier wegkommen. Das andere ist natürlich, was Sie auch gesagt haben, was können die machen, um wieder hierher zu kommen und was erwarten die von Erdogan? Das eine ist natürlich, Deutschland muss sich mehr um sie kümmern, um sie wieder in den Schoß, in den deutschen Schoß zu bekommen. Wie kann das aussehen? Das ist ja ein Fremdeln auf beiden Seiten. Das muss, glaube ich, auch über die Türkei-Politik gehen einfach. Und da ist natürlich auch Erdogan gefragt. Dieses Treffen, was jetzt stattfindet in Berlin und morgen eben den ganzen Tag und morgen Abend dann auch noch, das ist natürlich ein erster Schritt in diese Richtung. Es wird nicht begleitet von lauten Rufen, zumindest nicht seitens Erdogan, auch nicht von Deutschland, dass man da sagt, so, wir werden jetzt euch mal zusammenstauchen, wenn der Begriff erlaubt ist, sondern es geht einfach darum, man setzt sich erst einmal zusammen und eruiert mal, was liegt auf dem Tisch eben und was kann man da machen. Das ist ja ohne Frage eine Kehrtwende. Ich hatte es eben schon gesagt, Erdogan oder die Türkei steht wirtschaftlich und finanziell ein Stück weit wirklich mit dem Rücken zur Wand. Es muss was passieren. Das ist ja einer der Gründe, warum er gerade auf Deutschland als den größten Wirtschaftspartner so zugeht. Welche Blöcke spielen noch eine Rolle jetzt in den Verhandlungen? Natürlich ist die Wirtschaft, was Sie gesagt haben, der größte Teil, glaube ich, weil in der Türkei ist die Wirtschaft momentan am Boden. Was hat er zu bieten? Er hat da gar nichts zu bieten. Nee, ich meinte jetzt, also ich hätte fast gesagt, für Deutschland sind ja andere Dinge wichtig. Menschenrechte, die inhaftierten Journalisten. Also da gibt es ja nun zig Sachen, die eine Rolle spielen. Wenn man heute Morgen die FAZ gelesen hat und auch den Artikel, den Erdogan dort verfasst hat, gelesen hat, dann hat man ganz genau rauslesen können, was ihm ganz wichtig ist. Und das ist einmal der Schulterschluss gegen Trump. Das ist natürlich auch sehr stark wirtschaftlich begründet. Auf der anderen Seite ist natürlich auch der Wunsch nach Deutschland, dass eben diese Gülen-Anhänger, diese Gülen-Gemeinde-Anhänger, denen ja der Putsch zur Last gelegt wird, in die Türkei ausgeliefert werden, PKK-Anhänger, die in die Türkei ausgeliefert werden sollten. Das wird natürlich auf dem Tisch sein, auch morgen, glaube ich. Wird Deutschland aber nicht darauf eingehen. Da wird Deutschland wahrscheinlich eher nicht darauf eingehen. Man wird miteinander sprechen, denke ich auf jeden Fall. Man wird auch seine Position vielleicht besser etwas verrücken. Aber ich glaube, da wird er keine großen Zugeständnisse bekommen von der deutschen Seite. Allerdings ist natürlich der Schritt, dass er herkommt und sich sozusagen, es wird ja so gesehen, bis jetzt ist er immer der große Herrscher
Herrscher gewesen, der große Präsident gewesen. Und nun kommt er, was er in den deutschen Medien, in den europäischen Medien als Bittsteller bezeichnet wird, kommt er her. Sieht in der Türkei anders aus. Er kommt eben, um Deutschland mal zu sagen, wo es lang geht. Aber er ist natürlich der Bittsteller hier. Und das kann natürlich sein, dass Deutschland da einen Hebel hat gerade, um eben da anzusetzen. Wir werden es beobachten. Morgen sind wir vielleicht schon ein bisschen schlauer. Herzlichen Dank für heute Abend, Attila Azrak.